Ist das Tor-Netzwerk eigentlich noch sicher? Ist das Darknet jetzt wirklich überwacht? In letzter Zeit haben mich einige von euch angeschrieben, weil sie die Berichterstattung von NDR, Panorama und Steuerung F gesehen haben, dass das Darknet mittlerweile nicht mehr sicher ist, dass das Tor-Netzwerk jetzt vom BKA vollständig überwacht wurde. Und genauso wurde das auch dargestellt. Das Darknet basiert im Endeffekt auf dem Tor-Netzwerk und darüber gibt es auch einiges an wirklich wichtiger Berichterstattung. Journalisten recherchieren darüber und ich will heute so ein bisschen Klarheit schaffen, was eigentlich hier passiert ist. Das Tor-Netzwerk gilt als eine Art sicherer Hafen, als eine sichere und anonyme Kommunikationsmöglichkeit für Journalisten, Aktivisten und auch Whistleblower. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal bei einer Firma, wo ihr arbeitet, etwas Furchtbares findet, dann müsst ihr das ja auf eine anonyme Art und Weise melden können. Und wer garantiert euch, dass diese anonyme Variante, die eure Firma zur Verfügung stellt, nicht vielleicht überwacht ist? Genau dafür ist das Tor-Netzwerk bekannt und gerade in Ländern wie Russland, China und auch dem Iran oder so, da ist das Internet eingeschränkt und da braucht man so etwas und es garantiert uns niemand, dass das in Deutschland nicht auch vielleicht passiert. Das große Aber ist aber natürlich das Darknet, ja. Klar, das Tor-Netzwerk an sich ist wichtig, aber es hat sich natürlich auch jeder Kriminelle, der heutzutage online irgendwas machen möchte, darüber vernetzt und agiert darüber, weil er eben darüber auch anonym sein kann. Und dann kam es im Jahr 2022 zu einer Verurteilung eines Administrators einer, ich sag hier einfach mal illegalen Seite, sonst müsste ich wieder anfangen zu zensieren. Ich verlinke euch alle Informationen und Artikel, die das nennen dürfen, unten in der Beschreibung. Die hat ein bisschen Bauchschmerzen bei Tor-Nutzern verursacht. Denn wie genau ist das eigentlich passiert? Wie genau konnte das BKA wirklich Informationen sicher zeigen? Das haben nun Recherchen von Panorama und Steuerung F gezeigt, wie genau das passiert ist. Nämlich das, was alle befürchtet haben. Und zwar mit sogenannten Timing-Analysen, also Netzwerkanalysen auf dem Tor-Netzwerk. Und das Fazit vom Chaos Computer Club und auch von den Journalisten war, das Netzwerk ist nicht mehr wirklich gesund. Tja, wir wollen uns das heute mal ein bisschen genauer angucken und klären, ob das denn wirklich der Fall ist, beziehungsweise was wir genau eigentlich darüber wissen. Denn, kleiner Spoiler, die Berichterstattung ist schwierig gewesen, auch wenn die Informationen an sich natürlich nicht falsch waren. An der Stelle aber ganz kurze, freche Eigenwerbung. Ihr kennt das. Ich habe einen Newsletter, weil das hier einer von vielen Artikeln ist, eine von vielen Stories ist, die ich eigentlich nicht alle behandeln kann. Ansonsten müsste ich jeden Tag mehrere Videos machen. Und dort bekommt ihr einmal in der Woche, beziehungsweise je nachdem, wie viel denn eigentlich passiert, auch mehrmals in der Woche, was jetzt gerade passiert ist, bekommt ihr dort einen Newsfeed. Komplett kostenlos für euch. Der einzige Haken ist, ihr müsst dann auch mitbekommen, wenn ich neue Videos veröffentliche, was die ganze YouTube-Abo-Box-Sache so ein bisschen entschärft, weil ich dort drüber einfach oft nicht gefunden werde. Das zweite ist Instagram, wo ich auch mal andere Sachen teile, eben meine Videos teile, selber eigene Kurzvideos erstelle und dort teile, aber auch mal Memes oder Fotos oder Stories einfach teile, die ich gerade spannend und interessant finde und dort nicht immer nur auf dem technischen Kontext bleibe. Ich war ja gerade in Korea und bin jetzt zurück und dort werden in der nächsten Zeit einige spannende Reels und Entdeckungen von mir geteilt werden. Okay, aber zurück zum Thema. Wie funktioniert eigentlich das Tor-Netzwerk? Das müssen wir erstmal kurz verstehen, bevor wir uns überhaupt an so eine Timing-Analyse ranwagen können. Das Tor-Netzwerk ist ein Anonymisierungsnetzwerk. Ja, wenn ihr das Tor-Netzwerk nicht verwendet, dann würdet ihr direkt einfach von eurem PC mit dieser IP-Adresse, mit der man euch identifizieren kann und dann halt natürlich auch eine Hausdurchsuchung machen kann, würdet ihr direkt auf eine Website zugreifen. Im Tor-Netzwerk ist das selbstverständlich nicht so. Dort habt ihr mehrere andere Rechner noch dazwischen, die eure Anonymität schützen. Sogenannte Entry Nodes, Middle Nodes und Exit Nodes. Und im Grunde sagen die eigentlich schon alles, was ihr wissen müsst, nämlich wie so ein Circuit dann aussieht. Es gibt aktuell etwa 8000 dieser Knoten, verteilt über 50 Länder. Und welche genau für euren Circuit, also für eure Verbindung gewählt werden, das ist zufällig. Das heißt, ihr könntet grundsätzlich mit jedem Knoten verbunden werden. Darüber entscheidet einzig und allein ein Zufallsgenerator, den man nicht vorhersagen kann.
Nun gut, ein Circuit sieht erstmal ungefähr so aus. Das heißt, ihr betretet erstmal das Tor-Netzwerk mit einem sogenannten Entry-Node. Dieser Entry-Node kennt dann natürlich auch eure IP-Adresse. Dann geht ihr zu einem Middle-Node, der eure IP-Adresse gar nicht mehr kennt. Der kennt dann nur noch die Adresse des Entry-Nodes. Das war's dann aber auch schon. Anschließend schickt der alles weiter an einen Exit-Node oder Exit-Knoten, der wiederum natürlich nur die IP-Adresse des Middle-Nodes kennt. Und der wiederum schickt das einfach alles weiter an die Webseite, die ihr aufrufen wollt. Also zum Beispiel youtube.com oder bootstrap.academy. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Nun gut, das alles ist also genug? Nein, nicht so ganz. Natürlich muss hier jedes Mal alles verschlüsselt werden. Und wenn man das verschlüsselt, verschlüsselt man nicht nur einmal, sondern jeder Knoten verschlüsselt nochmal mehr. Das heißt, ihr verschlüsselt den Inhalt, den die Website haben soll am Ende. Ihr verschlüsselt das, was die Website am Ende lesen soll von euch. Das sollen die Knoten zwischendrin, die ja von normalen Menschen betrieben werden, nicht wissen. Ja? Dementsprechend verschlüsselt ihr alles für die Webseite, so dass es nur der Exit-Knoten entschlüsseln kann und an die Website weiterschicken kann. Ihr verschlüsselt das Ganze nochmal, so dass es nur der mittlere Knoten entschlüsseln kann und an den Exit-Knoten weiterschicken kann. Und ihr verschlüsselt das Ganze nochmal, so dass es nur der Entry-Node entschlüsseln kann und weiterschicken kann an den Middle-Node. Das heißt aber, grundsätzlich haben diese Knoten mit Ausnahme des Exit-Knotens keine Ahnung, was ihr da eigentlich drin stehen habt, welche Website ihr anschaut oder welche Website ihr aufruft. Das weiß nur der Exit-Knoten. Entry-Knoten kennt eure IP-Adresse und der Middle-Node weiß quasi gar nichts. So, jetzt ist das aber trotzdem noch zu viel Information. Immerhin werden sehr viele Exit-Knoten vom FBI betrieben. Und das ist übrigens kein Witz an der Stelle. Die haben einfach sehr viele Exit-Knoten, um mal zu gucken, was die Leute so an die Websites schicken. Die Inhalte an die Webseite sind an sich zwar immer noch verschlüsselt, aber welche Website man aufruft, das ist unverschlüsselt für den Exit-Knoten. Ja gut, dann dachte man sich, okay, wie können wir das noch ein bisschen besser machen? Und man hat Darknet-Websites oder sogenannte Hidden Services eingeführt. Hidden Services sind keine öffentlich zugänglichen Websites, sondern Websites, die nur über das Tor-Netzwerk zugänglich sind. Und die sind wie normale Nutzer des Tor-Netzwerks auch verbunden. Man verbindet sich also zuerst über einen Entry-Node, dann über einen Middle-Node und, naja, einen Exit-Knoten gibt es nicht. Es wird ein einzelner Middle-Node von sowohl euch als auch dem Hidden Service als Rendezvous-Point zugewiesen und ausgesucht. Dieser Rendezvous-Point ist also irgendein Knoten, der gar keine Informationen hat, denn die Verschlüsselung geht hier einmal komplett durch. Nur der Hidden Service kann entschlüsseln, was ihr schickt und nur der Entry-Knoten hier weiß eure IP-Adresse. Und genauso andersrum funktioniert das auch für den Hidden Service. Da geht nichts zu einem Exit-Node und für den Rendezvous-Point muss man das Ganze nicht entschlüsseln. Der ist Teil des Tor-Netzwerks. Sprich, diese Schwachstelle des Exit-Knotens oder des Exit-Nodes, der weiß, welche Website ihr besucht oder der sogar weiß, was genau da eigentlich Sache ist, die hat man da nicht mehr in diesem Szenario. Und genau dieses Setup gibt es für sehr viele Webseiten. Übrigens auch für Webseiten, die komplett legitim sind. Reddit ist darüber, DuckDuckGo ist über das Tor-Netzwerk verfügbar und auch sowas wie Facebook oder Wikipedia kann man über das Tor-Netzwerk angucken. Dieses ganze Setup hier, das kann nicht nur von Websites benutzt werden, sondern das ist etwas, das nennt sich Hidden Service. Das muss also keine Website sein. Darüber kann ich alles an Traffic schicken und genau das wird auch gemacht. Darüber kann man Daten teilen, Videos teilen, Fotos teilen und natürlich auch Instant Messaging betreiben. Ja, das ist an sich keine Webseite, sondern einfach eine Applikation, die ist sogar portable, das heißt, ich kann mir die einfach runterladen, starten und die übernimmt die gesamte Tor-Kommunikation. Ich brauche nicht mal den Tor-Browser für das ganze Ding, sondern die kann das alles von sich aus und da ist kein Server im Hintergrund, ich muss mich nirgends anmelden. Ich kann mich einfach da einloggen, beziehungsweise einfach die Software starten und schon kann ich mit anderen über einen Instant Messenger, über das Tor-Netzwerk chatten. Das ist eine sehr verbreitete Anwendung gewesen. Es gibt noch ein paar andere, aber Ricochet wird wichtig für die Ermittlung, die das BKA da durchgeführt hat. Die gucken wir uns dann nachher genauer an. Das heißt, ich kann aber hier auch offensichtlich einfach mit Leuten schreiben, ohne identifiziert werden zu können. Theoretisch zumindest.
Und hier kommen wir zu dem Angriff, der durchgeführt wurde, der sogenannten Timing Attack. Ja, bis dahin, ich hoffe, das kann soweit alles klar sein. Das ist nicht ganz einfach, das verstehe ich auch komplett. Eine normale Verbindung übrigens, wenn ihr ganz normal WhatsApp aufmacht, dann geht ihr da zu einem WhatsApp-Server und der Server wartet, bis die andere Person online ist und die holt sich dann vom WhatsApp-Server die Nachrichten. Hier, in dem Fall, wird direkt von einer Person zur anderen Person geschickt. Da steht kein Server dazwischen, da wird nichts gespeichert. Nur die andere Person bekommt die Nachricht dann. Okay. Eine Timing-Analyse bzw. eine Timing-Attack funktioniert folgendermaßen. Ihr verbindet euch ja irgendwie mit dem Tor-Netzwerk. Irgendwie bedeutet, der Circuit ist zufällig gewählt. Und dieses zufällig, naja, das habt weder ihr so richtig im Griff, aber auch ein Angreifer hat das nicht so richtig im Griff. Und wir wissen ja mittlerweile, ein Großteil der Exit-Knoten wird vom FBI kontrolliert. Aber die interessieren uns ja gar nicht mehr, weil wir einen Hidden Service verwenden. Nun, wenn wir uns so verbinden, dann ist das erstmal komplett problemfrei. Da passiert eigentlich gar nichts. Allerdings, wenn unsere Verbindung so aussieht und der Rendezvous-Point infiziert ist und dort drüber eine Analyse gestartet werden kann und der Entry Point hier und auch der Entry Point zu dem anderen Teilnehmer, beide oder besser gesagt alle drei sind infiziert, dann kann ich eine Timing Attack durchführen. Nun, es ist tatsächlich schwierig, sowas durchzuführen. Ich habe das hier mal alles ein bisschen vereinfacht. Im Grunde genommen sieht das so aus. Nehmen wir an, ihr schickt um 13:37 und 42 Sekunden 122 Byte mit einer Zielstelle. Dann weiß der Entry-Knoten ja erstmal nicht, wo die Reise hingeht. Das weiß ja nur der andere Entry-Knoten, beziehungsweise der Exit-Knoten, wenn man eine normale Website aufruft. Der Rendezvous-Point sieht allerdings eine Sekunde, nachdem ihr das losgeschickt habt hier, sieht der, 122 Byte plus ein bisschen extra, das kommt ungefähr hin. Das könnte schon sein, dass der zu dieser Nachricht hier passt. Und dann geht es sogar noch ein Stückchen weiter. Aha, hier unten an dem dritten Knoten, da haben wir auch 122 Byte plus ein bisschen was extra, weil das Tor-Netzwerk da was zusätzlich hinhängt. Und das eine Sekunde später, könnte ja durchaus sein, dass diese Person das dann schreibt. Und was jetzt passieren würde, ist, das BKA fragt einfach mal bei dem Internetbetreiber hier, in dem Fall von der Festnahme war das O2, fragen die einfach mal nach, bitte gebt uns mal die Information, wessen IP-Adresse das war und wir gucken da mal vorbei. Wie gesagt, dieser Angriff hier, der ist alles andere als leicht. Die Knoten sind über 50 Länder verteilt. Aber man muss dazu sagen, in Deutschland, den Niederlanden und den USA sind die allermeisten Knoten und dementsprechend kann das BKA natürlich, wenn es mit Niederlande und den USA kooperiert, auch fast alle Informationen, fast alle IP-Adressen anfragen, falls ein Entry-Knoten da identifiziert werden konnte. Und gleichzeitig ist wohl die Anzahl der Tor-Knoten, die vom BKA bzw. anderen polizeilichen Stellen einfach betrieben werden, ist sehr, sehr viel höher geworden in den letzten paar Jahren. Sprich, das ganze Netzwerk ist mehr oder weniger ziemlich infiltriert. Das ist zumindest jetzt die Idee dahinter. Und wenn diese Länder alle zusammenarbeiten, dann kann man natürlich auch einfach sagen, okay, wir fragen mal bei der niederländischen Polizei an oder die niederländische Polizei kann bei uns anfragen, was da eigentlich passiert und wer da eigentlich dahinter steckt, wessen IP-Adresse das ist und dann gucken wir da mal nach. Und genau das hat ein Sprecher des Chaos Computer Clubs auch soweit bestätigt. Matthias Marx sagt, dass tatsächlich die Unterlagen, die er bekommen hat von den Recherchen von Steuerung F und Panorama, dass das wohl darauf hindeutet, dass seit mehreren Jahren und wiederholt Strafverfolgungsbehörden erfolgreich solche Timing-Attacks durchgeführt haben. Das heißt, Nutzer de-anonymisieren konnten. Und das ohne dass das Tor-Netzwerk an sich eine Lücke hätte, eine Sicherheitslücke hätte. Wenn es eine Sicherheitslücke hätte, dann könnte man die einfach fixen. Aber das ist leider etwas, was per Design nicht so ganz funktioniert. Per Design ist so ein Angriff einfach möglich. Denn ich kann ja immer gucken, und wenn eben mehrere Knoten infiziert sind, beziehungsweise bösartig sind, dann ist so eine Timing-Attack grundsätzlich leider möglich. Aber, und das ist ein ganz, ganz großes Aber,
Ich habe mir auch mal angeguckt, was das Tor-Netzwerk dazu gesagt hat. Und naja, man muss dazu sagen, das Tor-Netzwerk sieht das alles ein bisschen arg anders. Das Tor-Netzwerk sagt, das Tor-Netzwerk ist absolut gesund. Uns geht's wunderbar. Das alles sei also nur möglich gewesen, weil eine alte Version von, in dem Fall Ricochet, also dem Messenger, verwendet wurde, die das Vanguards Add-on noch nicht hat, das das Tor-Netzwerk eigentlich mittlerweile für Hidden Services immer empfiehlt. Und das ist der Grund gewesen, warum so eine Timing-Analyse überhaupt erst möglich gewesen ist. Aber man muss dazu sagen, das Tor-Netzwerk hat auch nicht alle Informationen aus der Recherche bekommen. Sie schreiben tatsächlich auf ihrem Blog, dass sie damit public gegangen sind, also dass sie alles veröffentlicht haben, weil sie einfach nur sehr vage, ungenaue Informationen bekommen haben und weil ihre Nutzer wirklich Angst bekommen haben. Und das ist nichts, was man gerne hört. Denn wenn ich alleine, nehmen wir einfach mal an, ich bin ein Whistleblower, ich möchte über meine Firma oder von mir aus auch über illegale Praktiken des BKA berichten, indem ich Journalisten kontaktiere, dass die darüber öffentlich schreiben. Wenn ich das tun möchte, dann muss ich mir sicher sein, dass mir nichts passieren kann. Und auch nur der kleinste Zweifel an dieser Sicherheit, der könnte mich dazu bringen, dass ich diese Informationen nicht veröffentliche, weil ich Angst habe, dass ich verfolgt werde, dass ich eingesperrt werde. In Deutschland geht das noch, aber in anderen Ländern ist das doch schon ein wirklich berechtigtes Bedenken. Und dass solche Analysen und solche Recherchen online gestellt werden, ohne dass das Tor-Netzwerk vorher die Möglichkeit hat, sich dazu zu äußern, finde ich persönlich schwierig und problematisch. Und hier muss ich einfach mal sagen, da hat Steuerung F bzw. Panorama hätten das auch einfach früher an das Tor-Netzwerk schicken können, damit die sich dazu schon mal Gedanken machen und sagen können, ey, wir haben eigentlich Gegenmaßnahmen. Whistleblower, Aktivisten und Journalisten sind nicht beeinträchtigt davon. Die können weiter über Messenger und sichere Tools kommunizieren. Und klar, wenn die Version alt war, dann ist das was anderes. Dann kann das durchaus trotzdem ein komplett intaktes Tor-Netzwerk sein, was wir da haben. Nun gut, aber sei es drum. Ich will mal ganz kurz noch über Vanguard sprechen. Denn Vanguard soll ja genau das sein, was solche Timing-Analysen verhindert und was genau das Tor-Netzwerk wieder absichert. Und Vanguard sieht so aus. In dem Fall von der Verhaftung war es so, dass der Entry-Knoten nicht vom BKA kontrolliert wurde, aber in Deutschland lag. Und wir wissen ja grundsätzlich, wenn wir hier den Hidden-Knoten haben, dann kennen wir ja die IP-Adresse des Entry-Knoten. Zumindest meistens oder manchmal kennen wir die IP-Adresse des Entry-Knoten. Und wenn der dann in Deutschland oder Niederlande oder USA liegt, dann können Strafverfolgungsbehörden da mal vorbeigucken und nach der IP-Adresse fragen, weil die ist ja dort bekannt. Das heißt, grundsätzlich muss das BKA oder Strafverfolgungsbehörden nicht alle Knoten kennen, aber sie muss die IP-Adresse dieser Knoten kennen. Und dementsprechend, da setzt Vanguard an. Vanguard schützt jetzt die Circuits, das heißt die Erstellung von diesen Kreisen, wie ich mich verbinde im Tor-Netzwerk, die wird geschützt und sie kann nicht mehr manipuliert werden. Das BKA konnte wohl über einen Angriff diese wie oder welche Arten von Circuits erstellt werden, welche Knoten verwendet werden, konnten sie wohl zumindest teilweise kontrollieren. Das wurde einfach vorher im Tor-Netzwerk nicht wirklich Wert drauf gelegt, sondern das wurde einfach angenommen, dass das schon in Ordnung ist. Und deswegen mit Vanguard passiert das nicht mehr. Da sind die Circuits wirklich trotzdem komplett zufällig. Plus, es kommen Rotationen hinzu. Das heißt, die Circuits, also die Verbindung durch das Tor-Netzwerk, die bleiben nicht immer gleich, sondern die können sich auch mal dynamisch kurzzeitig verändern. Einfach nur so. Einfach noch eine weitere Variable, um das noch sehr viel schwieriger zu machen, eine Analyse durchzuführen. So, und dann kommt noch eine weitere und noch viel wichtigere Sache hinzu, sogenannte Vanguard Nodes oder Vanguard Knoten. Eine zufällige Anzahl an weiteren Knoten einfach mittendrin. Das heißt nicht 3 immer und nicht 4 immer, sondern vielleicht auch einfach mal 25. Und mal sind es nur 10, mal sind es 7 und mal sind es 42. Einfach eine zufällige Anzahl an Knoten, über die ich mich dann durch das Internet durchschlängle oder durch das Tor-Netzwerk durchschlängle und verbinde mit zum Beispiel meinem Instant Messenger. Diese
jeweiligen Knoten fügen ja immer eine zufällige Verzögerung hinzu. Das heißt, ich brauche kurz Zeit, um mich einmal kurz zu verbinden mit meinem 41. Knoten, dann brauche ich ein bisschen Zeit für meinen 42. Knoten und so weiter. Und jeder dieser einzelnen Knoten hängt noch ein bisschen zufälligen Puffer dran. Kein wertvoller Inhalt, sondern einfach nur irgendein Gibberish. Einfach ein paar Bytes dran, damit man plötzlich nicht mehr weiß, wie viel da wirklich an Inhalt drinsteckt. Also da steht dann plötzlich nicht mehr 122 Bytes, sondern 240 Bytes, weil einfach jeder Knoten so ein kleines bisschen was hingehängt hat. Und dann wird so eine Timing-Analyse wirklich, wirklich schwer, denn das ist ja alles, was ich als Strafverfolgungsbehörde habe. Darauf verlasse ich mich, dass ich darüber Leute identifizieren kann. Wenn ich das nicht mehr habe über diese Vanguard-Nodes, dann wird das sehr, sehr schwer. So, das Tor-Netzwerk sagt jetzt also, genau diese Vanguard-Nodes, genau diese geschützten Circuits und geschützten Verbindungen, die häufiger mal durchrotieren, die verhindern eigentlich eine Timing-Analyse. Und Ricochet, also der Messenger, der ist so alt gewesen, der wurde nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt eine andere Version, die wird weiterentwickelt und die hat Vanguard. Hätte man die benutzt, dann wäre man sicher gewesen. Heißt, das Tor-Netzwerk selber sagt eigentlich dazu, alles ist noch gut, es gibt Schutzmechanismen, Aktivisten, Whistleblower und Journalisten können eigentlich das Tor-Netzwerk weiterhin komplett gefahrlos benutzen, sofern sie eben wissen, was sie da tun und die richtigen Tools verwenden und nicht veraltete. Aber auf der anderen Seite muss man dazu auch sagen, das Tor-Netzwerk hat nicht alle Informationen. Das Tor-Netzwerk weiß nicht alles über die Recherche. Wir wissen alle nicht alles über die Recherche, außer eben Panorama, Steuerung F und ein paar Leuten beim Chaos Computer Club. Und deswegen wissen wir auch zum Beispiel nicht, wie viele Nodes insgesamt, wie viele Knoten insgesamt eigentlich kontrolliert werden von Strafverfolgungsbehörden. Wir wissen eigentlich relativ wenig. Wir müssen uns auf das verlassen, was andere sagen. Und das ist in so einem Fall nicht so geil. Und deswegen, ja, ich weiß, dass die Diskussion existiert, ob man das Tor-Netzwerk wirklich haben möchte, ob man das Darknet in Kauf nimmt, um ein paar Journalisten, Whistleblower und Aktivisten zu schützen. Und naja, ich möchte schon sagen, das ist schon ein wichtiges Tool, sich wirklich sicher und anonym vernetzen zu können. Das macht überhaupt erst Whistleblowing möglich. Hat man das nicht, wie soll man dann Informationen weitergeben, ohne Gefahr zu laufen, dass man direkt verhaftet wird und direkt alle Strafverfolgungsbehörden der Welt hinter einem her sind, wenn man dann vielleicht doch was über den eigenen Staat sagt, was nicht ganz so gern gesehen ist. Nun gut, das, wie gesagt, war die Geschichte von vielleicht anderen Staaten. Bei uns läuft das zum Glück ein bisschen besser. Und vielleicht die Geschichte auch von Edward Snowden, wodurch das Tor-Netzwerk überhaupt erst berühmt wurde. Aber ja, ich finde, so ein Tool, so ein Netzwerk sollten wir auf jeden Fall haben. Wir wissen nicht, wie lange wir noch diese Privilegien eigentlich haben, beziehungsweise wie es in anderen Ländern aussieht. Gut. Das war das Tor-Netzwerk. Ich bin persönlich der Meinung, dass es grundsätzlich eigentlich noch sicher sein sollte. Wie gesagt, wir haben es hier mit einem Schwerstkriminellen zu tun, der Dinge getan hat, die ich hier nicht sagen möchte, sonst wird das komplette Video runtergenommen. Aber ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass ich zumindest als Journalist nicht so ein hohes Ziel bin und deswegen würde ich auch das Tor-Netzwerk weiter nutzen. Aber wir wissen es halt einfach nicht. Und in dem Sinne, ihr dürft mir gerne mal schreiben, was ihr dazu meint oder ob ihr vielleicht Alternativen besser schätzt. Denn es gibt durchaus ein paar Alternativen, über die ich irgendwann mal wahrscheinlich ein zweites Video machen werde. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace. Ciao.